es braucht an allererster Stelle eine Motivation dazu. Und die Motivation, wenn sie halt ist, ich muss jetzt etwas machen, weil die Gesetzgebung fordert das ja. Dann hängt man ja irgendwo immer hinterher. Zu sagen, ich mache jetzt gerade mal das Notwendigste, ich muss, ja. Und dann ist es immer, ach, jetzt noch eine Auflage. Und ich glaube, davon muss man sich befreien. Und die Motivation, da kommt man wieder dazu, fängt wieder bei einem selbst halt an. Es muss authentisch sein, es soll authentisch sein, dann kann es nur gut werden. Und diese Authentizität heißt, sagen, ich möchte das so. Ich möchte ein nachhaltiges Unternehmen haben, ich möchte mich für Dinge einsetzen, das kann auch Freude halt machen, aber die Motivationen sind anders gesetzt. Wenn die Gewinnmaximierung ganz an erster Stelle halt steht, dann kommt man immer wieder an den Punkt, ja, wie viel teures, ökologisch nachhaltiges Denken kann ich mir denn irgendwo erlauben? Und da liegt ja schon der Fehler. Und es bedarf der Motivation, es geht heute nicht mehr anders. Und es ist gut so, ein nachhaltig geführtes Unternehmen zu haben. Marketing halt nach. Eine schlechte Botschaft hält sogar noch viel länger nach als eine positive Botschaft. Deswegen muss man auch mit solchen Lippenbekenntnissen oder mit dem Greenwashing ist ja so ein Begriff, muss man halt fein aufpassen. Da kann man sich auch in die Nesseln setzen und das hat halt einen sehr unerwünschten und sehr lang halt anhaltenden Nebeneffekt. Es muss halt mehr sein als nur ein Lippenbekenntnis oder was man sich halt in den Eingangsbereich hängt und auf die Homepage schreibt. Das hat halt mit Glaubwürdigkeit nur zu tun, wenn es tatsächlich eine gewisse Belegbarkeit hat und eine gewisse Langfristigkeit hat. Ist ein großes Thema und wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, dann denke ich, fühlt man sich auch so ein bisschen wie vor so einem riesen Berg, den man jetzt erklimmen soll und man weiß gar nicht, wo man loslaufen soll und das kommt einem alles irgendwie riesig und unüberwindbar vor. Und da ist, glaube ich, die Empfehlung, wie ganz oft bei so großen Themen, dass man sich kleine Ziele steckt, dass man irgendwo mal anfängt. Das ist mal ganz wichtig, muss man irgendwo anfangen, ja. Und vielleicht fängt man auch am falschen Ende an und merkt das dann irgendwann und muss nochmal neu anfangen. Das ist aber auch nicht schlimm. Schlimm ist nicht anzufangen, ja. Den falschen Startpunkt zu wählen ist gar nicht so schlimm. Irgendwas auszuprobieren, dann festzustellen, oh, hat nicht funktioniert, wir müssen das anders machen. Dieses Fail fast, Fail often, diese Kultur, die ist, glaube ich, wichtig und richtig. So, und wenn man da mal angefangen hat, dann geht es, glaube ich, darum, sich kleinere, erreichbare Ziele zu stecken. Vielleicht ist das erste Ziel einfach mal zu erfassen, was haben wir eigentlich für Gebäude? Was haben wir für Fahrzeuge? Wie auch immer. Dann mal Ausschau zu halten nach einer Lösung. Es gibt ja nicht nur unsere Lösung, es gibt sicher auch andere Lösungen am Markt. Was gibt es denn für Technologie? Was gibt es denn für moderne Technologie, die mich unterstützen kann, meinen CO2-Footprint zu ermitteln und zu dokumentieren? Ja? Und was kann ich einsetzen? Kann ich künstliche Intelligenz einsetzen? Also ich bin immer ein großer Freund davon, solche Themen dann auch mit moderner Technologie anzugehen, weil die Chancen auf Erfolg sind dann einfach sehr viel höher. So, und dann muss man sich kleine Ziele stecken, schon ambitioniert, aber erreichbar. Ja? Und wenn man ein Ziel erreicht hat, dann stellt man sich eben das nächste und das nächste. Das ist das eine. Das andere ist die Kultur, die Values. Man muss dieses Thema, glaube ich, in der Unternehmenskultur fest verankern. Und fest verankern bedeutet, dass es auch von oben, top-down, von der Unternehmensleitung, vom Management her so gelebt werden muss. Wenn die Mitarbeiter merken, auf unserer Webseite steht zwar Nachhaltigkeit, aber es interessiert hier keinen, dann ist das Ganze nicht authentisch, dann wird es nicht funktionieren. Der CEO muss vorne weggehen, das ganze Management-Team muss vorne weggehen und muss diese Werte leben. Ja? Nur dann kann das Ganze funktionieren. Große Unternehmen sind, glaube ich, regelmäßig auch so von sich selbst eingenommen, dass sie sagen, wir machen das auf unsere Art, beziehungsweise machen das alleine. Und wir haben recht früh für uns erkannt, wir können das gar nicht alles alleine machen, was man machen müsste. Wir müssen also darauf bauen, dass die, mit denen wir zusammenarbeiten, auch diese Themen auf dem Schirm haben. Und so haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch gleich die Unternehmen aussuchen, die ähnlich denken, beziehungsweise ganz klar kommunizieren, wie wir denken, damit Unternehmen, die vielleicht noch nicht so nachhaltig sind, aber sich für den Bereich offen zeigen, vielleicht von selbst sich anfangen, Gedanken zu machen und dann etwas zu unternehmen in der Richtung. Also wenn wir zum Beispiel einen Bauern fragen, ob er biozertifiziert ist, dann wird sein Gedanke, den er vielleicht mal hatte, sollte ich mich eigentlich biozertifizieren lassen, wird wieder angeregt. Und wenn wir dann sagen, oh, wir arbeiten nur mit Biozertifizierten zusammen,
dann können wir vielleicht gerade derjenige sein, der mit steht der Tropfen höhlt den Stein, ihn dazu bringt, sich zu überlegen, ja, ich könnte doch eigentlich das Thema mal angehen.